Hallo Leute, heute geht es um Druckbettauflagen. Und zwar geht es darum, was ich so für Erfahrungen gemacht habe und was so über die Zeit passiert ist mit den Dingern und was halt im Endeffekt funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Da ich im Moment aber auch dabei bin, das Ganze umzustellen, materialtechnisch, auch ABS und so weiter drucken möchte, habe ich jetzt zum Schluss noch etwas Neues für euch und das möchte ich dann auch ganz gerne vorstellen. Deswegen das Video ganz gerne bis zum Ende gucken, das wäre sehr schön. Und abonnieren und Glocke nicht vergessen. Dann fangen wir jetzt mal an, wie das aussieht. So, angefangen habe ich mit der Originalunterlage von Tronxy bei dem Tronxy-Drucker. Das ist eine Buildtech-ähnliche Oberfläche. Diese hat am Anfang sehr gut funktioniert, mit PLA tadellos, auch über längere Zeit. Ähm, Was man dazu sagen muss, die ist, nachdem ich angefangen habe, PETG da drauf zu drucken, relativ schnell von der Haftung her sehr stark runtergegangen. Ich vermute mal, es liegt daran, weil halt das Bett dann auf 70 bis 80 Grad gefahren wird, dass aus dieser Oberfläche irgendwas rausgegangen ist, was vielleicht bei der Original-Build-Tag nicht passiert. Und daher habe ich diese dann nur noch für PETG genutzt, habe mir dann eine zweite gemacht für PLA, habe dann gemerkt, das geht länger, aber irgendwann fängt auch dort an, die Druckbetthaftung nachzulassen. Ja, dann habe ich mich halt ein bisschen schlau gemacht und habe dann halt angefangen umzustellen. Nutze jetzt unter anderem diese FR4 Glasfaserplatte. Die ist sehr, sehr geil für PLA und PETG, weil es ist so, wenn man die Temperaturen einhält, sag ich jetzt mal, also so 55 bis 60 Grad bei PLA und so 70 bis 80 Grad bei PETG, dann sind die Teile bombenfest. Also man kann die komplette Platte im Prinzip runterreißen vom Druckbett, aber sie sind noch fest. Lässt man das Ganze aber in Ruhe abkühlen, bis der Tisch kalt ist, kann man sie danach einfach runterschnipsen. Also das heißt, sie lösen sich komplett vom Druckbett, ähnlich wie bei PEI. Und das gefällt mir halt sehr gut. Ich habe diese jetzt auch nicht angeschliffen deswegen, weil das funktioniert echt klasse. Das nächste, was ich dann halt genommen habe, weil ich ja wie gesagt auch auf ABS und andere Werkstoffe jetzt gehen möchte, auf dem A-Net ist es im Moment drauf, ist hier diese Perdinax-Platten. Das hier ist jetzt eine Hartfaser-Perdinax-Platte, keine Papier-Perdinax-Platte. Die ist ähnlich von der Druckbetthaftung her, aber viel flexibler, weil ja ein Gewebe drin ist in dem Kleber und kein Papier. Sie wölbt sich auch nicht so stark, aber sie lässt sich schwerer anschleifen. Also das geht nicht so einfach, weil es halt ein Industrieprodukt ist. Wie bei den Papierplatten. Die kann man sehr schön gleichmäßig schleifen. Das habe ich bei der nicht so gut hinbekommen. Ja, danach habe ich dann halt ein bisschen mich weiter umgeschaut und habe mir gedacht, naja komm, nutzt du einfach mal eine blanke Aluplatte. Diese habe ich allerdings zweimal mit in die Spülmaschine gestellt. Also so blank, wie sie jetzt hier ist, war sie danach nicht mehr. Sie war dann stumpf und sah so ein bisschen aus wie eloxiert. Ab diesem Zeitpunkt waren die Teile bombenfest da drauf, solange wie die Platte warm war. Aber sie waren halt auch gerade PLA teilweise sehr, ja, sehr fest noch nach dem Abkühlen. Also da musste man schon wirklich mit dem Spachtel drunter und hat dann auch relativ zügig diese Aluplatte verkratzt. Ja, danach habe ich dann halt angefangen und habe diese Platte halt beschichtet mit Ponal Classic. 50-50 mit Wasser gemischt, ganz dünn aufgetragen und ja, im Prinzip mit einem Pinsel wieder abgezogen, so dass halt wirklich nur diese Schicht, ich denke mal 25, 30 müdig ist und auch gleichmäßig. Da tut man halt schon mal so für eine Viertelstunde mit dem Pinsel drauf rumpinseln. Diese drucke ich im Moment so, wie sie ist. Das funktioniert bombastisch. Hat auch ähnliche Eigenschaften wie PEI, zumindest bei PLA und bei PETG. Also heiß ist es fest, kalt fällt es einfach so ab. Das macht mir auch sehr viel Spaß im Moment damit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt ganz neu vom Kanal Werbewunder habe ich
von ihrer Marke 3D Fox Lab, den Simply Print. Den werde ich jetzt für ABS und andere Materialien testen. Der muss sehr, 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 sehr gut funktionieren. Laut dem, was ich so gehört habe vom Kanal Werbewunder. Und deswegen möchte ich euch das ans Herz legen, wenn die 3D Fox Lab Seite online ist und der Shop fertig ist, gerne dort einkaufen. Ich bin jetzt im Moment am Testen daran und die Sachen, die ich drucke, die halten auch bombig. Aber sie halten auch kalt sehr gut. Also da muss man schon wirklich die muss man schon wirklich runter machen. Das ist halt nicht so wie bei den anderen Platten, dass sie einfach abfallen. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt dann über ABS oder andere Materialien sprechen, die müssen fest sein. Gerade Nylon, ABS und so weiter und so weiter und so weiter. Das muss fest sein. Wenn sich das ablöst, hat man nur Probleme mit Warping und das sieht hinterher nichts aus. Die Teile sind nicht zu gebrauchen. Deswegen bin ich da jetzt dran am Testen und werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Mit den normalen Materialien funktioniert es auf jeden Fall bombig. Deswegen gerne dort auch vorbeischauen und schaut mal, dass ihr die 10.000 Abonnenten bei ihm vollkriegt. Das würde mich sehr freuen. Dann können wir nämlich auch, ja, wie soll ich sagen? Feiern ist ja ein bisschen blöd, Corona-bedingt, aber dann geht es halt weiter und das freut mich halt, wenn man halt auch jemanden unterstützen kann, der sich selber sehr viel Mühe gibt und auch sehr viel macht in diese Richtung. Weil das Filament, was sie machen, ist auch allererste Sahne. Und von der Warte aus gesehen finde ich das halt sehr schön, wenn ihr dort auch mal ein Abo da lasst. Und nicht nur bei mir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch dann einen schönen Samstag und lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Frohes Drucken, bis zum nächsten Mal.